Viele denken, ein Hochbeet muss immer aufwendig in mehreren Schichten befüllt werden. Unten Äste, dann Laub, dann Kompost, dann Erde. Aber stimmt das wirklich immer? Die kurze Antwort lautet nein. Es kommt darauf an, welches Hochbeet du hast. In diesem Video zeige ich dir zwei Varianten. Variante 1 ist das klassische Hochbeet mit mehreren Schichten. Und Variante 2, ein modernes Hochbeet, das du bewusst ohne Schichten befüllst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dustin Franken. Ich bin Geschäftsführer der Franken Group hier in Bad Salzuflen und verantworte die Bereiche E-Commerce, Marke und Produktentwicklung. In diesem Video seht ihr meinen digitalen KI-Avatar. Wir nutzen diese Technologie bewusst und transparent, um euch häufiger hilfreiche Inhalte rund um unsere Produkte anbieten zu können. Die Inhalte werden dabei von unserem Team vorbereitet und fachlich geprüft. Denn auch mit moderner Technologie gilt für uns, was wir verkaufen, müssen wir fachlich vertreten und menschlich verantworten können. Beim Befüllen eines Hochbeets entstehen oft viele Fragen. Muss unten wirklich Holz rein? Brauche ich Laub, Kompost und mehrere Erdschichten? Oder reicht eine gute Hochbeeterde? Genau hier passieren viele Fehler, weil Anleitungen oft pauschal sind. Dabei funktionieren nicht alle Hochbeete gleich. Deshalb schauen wir uns jetzt beide Varianten Schritt für Schritt an. Variante 1 ist das klassische Hochbeet mit mehreren Schichten. Diese Methode eignet sich vor allem für große, bodenoffene Hochbeete im Garten. Also Hochbeete, die direkt auf dem Boden stehen und viel Füllvolumen haben. Der Aufbau sieht meistens so aus. Ganz unten kommt grobes Material hinein, zum Beispiel Äste, Zweige oder grober Strauchschnitt. Diese Schicht sorgt dafür, dass Luft in den unteren Bereich kommt und Wasser besser ablaufen kann. Darüber kommt etwas feineres organisches Material, zum Beispiel Laub, Rasenschnitt oder gehäckselter Grünschnitt. Danach folgt eine nährstoffreiche Schicht, zum Beispiel Kompost oder vorgedüngte Erde. Und ganz oben kommt die Pflanzschicht. Hier wachsen später die Wurzeln deiner Pflanzen, deshalb sollte diese Schicht locker, hochwertig und für Gemüse oder Kräuter geeignet sein. Der Vorteil dieser Methode: Das organische Material zersetzt sich langsam. Dabei entstehen Nährstoffe und etwas Wärme. Besonders bei großen Gartenhochbeeten kann das sinnvoll sein. Aber diese Methode ist nicht automatisch für jedes Hochbeet nötig. Bei kleinen Hochbeeten, Hochbeeten mit geschlossenem Boden oder modernen Systemhochbeeten kann ein komplizierter Schichtaufbau sogar unnötig sein. Und genau damit kommen wir zu Variante 2. Variante 2 ist bewusst einfacher. Bei diesem Hochbeet wird nicht in klassischen Schichten gearbeitet. Und das ist kein Fehler, sondern genauso gedacht. Denn hier kommt es auf 3 Dinge an: eine passende Hochbeeterde, einen funktionierenden Wasserablauf und eine moderne Hochbeetkonstruktion. Im ersten Schritt öffnest du den Erdsack und füllst die Erde locker in das Hochbeet. Wichtig ist, die Erde nicht pressen und nicht festdrücken. Viele machen genau das aus Gewohnheit, weil sie denken, die Erde müsste besonders kompakt liegen. Für Pflanzen ist aber das Gegenteil besser. Lockere Erde gibt den Wurzeln mehr Luft und erleichtert später das Anwachsen. Danach verteilst du die Erde leicht mit der Hand. Du musst sie nicht perfekt glatt ziehen. Kleine Unebenheiten sind völlig okay. Wichtig ist nur, dass die Erde gleichmäßig im Hochbeet liegt und keine großen Hohlräume entstehen. Im dritten Schritt gießt du die Erde einmal vorsichtig an. Dadurch setzt sie sich auf natürliche Weise. Das ist völlig normal. Wenn die Erde danach etwas absackt, kannst du einfach noch etwas Erde nachfüllen. Danach ist das Hochbeet bereit für die Bepflanzung. Warum funktioniert dieses Hochbeet ohne klassische Schichten? Erstens durch die spezielle Hochbeeterde. Sie sorgt für eine gute Durchlüftung der Wurzeln. Das ist wichtig, damit die Pflanzen gesund wachsen können. Zweitens, die Erde speichert Wasser gleichmäßig, ohne dass die Wurzeln dauerhaft nass stehen. Drittens, durch den integrierten Wasserablauf kann überschüssiges Wasser abfließen. So entsteht keine Staunässe. Und viertens, die moderne Hochbeetkonstruktion ist genau auf diese einfache Befüllung ausgelegt. Das bedeutet, du brauchst hier keine komplizierten Schichtsysteme, nur eine gute Grundlage. Fassen wir den Unterschied kurz zusammen. Wenn du ein großes, bodenoffenes Hochbeet im Garten hast, kann ein klassischer Schichtaufbau sinnvoll sein. Vor allem, wenn du viel Volumen füllen möchtest und organisches Material zur Verfügung hast. Wenn du aber ein modernes Hochbeet mit passender Hochbeeterde, integriertem Wasserablauf und durchdachter Konstruktion nutzt, ist ein Schichtsystem nicht nötig. Dann reicht es, die Erde locker einzufüllen, leicht zu verteilen und vorsichtig anzugießen. Wichtig ist also nicht die Frage, muss jedes Hochbeet Schichten haben, sondern welche Befüllung passt zu meinem Hochbeet. Achte beim Befüllen besonders auf diese Punkte. Drücke die Erde nicht fest, die Wurzeln brauchen Luft. Gieße nicht zu stark auf einmal. Lieber vorsichtig angießen und die Erde natürlich setzen lassen. Fülle bei Bedarf Erde nach, wenn sie nach dem ersten Gießen etwas absackt. Und verwende eine Erde, die wirklich zum Hochbeet passt. Denn die Erde entscheidet später stark darüber, wie gut Wasser gespeichert wird, wie luftig die Wurzeln stehen und wie kräftig deine Pflanzen wachsen. Ein Hochbeet richtig zu befüllen muss nicht kompliziert sein. Bei klassischen Gartenhochbeeten können Schichten sinnvoll sein. Bei modernen Hochbeeten reicht oft eine einfache, bewusste Befüllung mit passender Hochbeeterde. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Befüllst du dein Hochbeet klassisch mit Schichten oder lieber bewusst ohne Schichten? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Wenn du nichts mehr verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.